Du möchtest zum ersten Mal ein Model Y oder Model 3 fahren? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. In wenigen Minuten erkläre ich dir das Wichtigste, was du dabei wissen sollst. Wenn du dir einen Tesla ausleihst, kriegst du meistens so eine Karte. Mit der kommst du in das Fahrzeug rein und kannst das Auto sozusagen starten. Zum Öffnen hältst du die Karte einfach an die B-Säule ran. Mit der linken Hand kannst du ziemlich elegant das Auto öffnen. Das kriegen übrigens nicht alle beim ersten Mal hin. Um dann losfahren zu können, musst du die gleiche Karte an die Mittelkonsole unten kurz ranhalten. Solltest du das vergessen, wird dir das auf dem Display genau angezeigt. Bevor du losfährst, sollst du natürlich die ganzen Spiegel einstellen. Das geht über das Hauptmenü. Klick, Spiegel, links, Rädchen, rechts, dasselbe Rädchen. Innenspiegel wird manuell eingestellt. Den Sitz kannst du wie üblich elektrisch einstellen mit deiner linken Hand. Im Prinzip bist du bereits startklar. Du musst nur wissen, wie du die Gänge schaltest. Es gibt nur Vorwärtsgang und Rückwärtsgang. Ein Tesla hat nur zwei Pedale, Gas und Bremse. Wenn du auf der Bremse stehst, kannst du schalten, vor oder zurück. Beim Parken mit einer geringen Geschwindigkeit kannst du auch vor und zurück schalten, ohne auf der Bremse zu stehen. Mit dem linken Hebel kannst du blinken, wie gewohnt, und auch den Scheibenwischer nutzen. Kurz drücken, um kurz durchzuwischen, oder lange drücken, um zu spülen. Falls du nicht so viel Zeit hast, aber maximalen Spaß haben möchtest, solltest du zwei Sachen bei Tesla ausprobieren. Das erste ist natürlich die Beschleunigung und das zweite der Autopilot. Beim Ausprobieren der Beschleunigung bitte innerhalb gesetzlicher Vorschriften bleiben. Gell? Bevor du gleich losfährst, kontrolliere, ob du im Hauptmenü unter Autopilot auch den Lenkassistent wirklich aktiviert hast. Denn das geht nur, während du im Parkmodus bist. Während der Fahrt mit einer Bewegung nach unten des rechten Wahlganghebels aktivierst du den Tempomaten. Tempomatgeschwindigkeit einstellen tust du mit dem rechten Multifunktionsrad. Ein zweifaches Drücken desselben Hebels aktiviert Autopilot. Vorausgesetzt, das Auto erkennt die Fahrbahn mittels Fahrbahnmarkierungen. Beim aktivierten Autopilot solltest du trotzdem mit deiner vollen Aufmerksamkeit ständig auf der Straße sein und zu jeder Zeit die Lenkung sowie die Bremse oder Gas selbst übernehmen zu können. Beim aktivierten Tempomat sowie dem Autopilot hält der Tesla automatisch Abstand zum vorderen Auto. Trotzdem pass bitte beim Ausprobieren immer auf. Der aktivierte Autopilot braucht von dir alle 20 Sekunden eine Bestätigung, dass du mit deiner Aufmerksamkeit dabei bist. Dazu musst du eigentlich nur das Lenkrad leicht halten. Deaktivieren des Autopiloten geht automatisch, sobald du irgendein Pedal betätigst, das Lenkrad anfängst selbst zu drehen oder eben den Wahlganghebel nach oben schiebst, als würdest du rückwärts fahren wollen. Tesla fahren tut man meistens mit nur einem Pedal, und zwar mit dem Gas. Das ist das sogenannte One-Pedal-Driving. Im Normalfall ist der Tesla bereits so eingestellt, dass der bremst, sobald du das Gaspedal wegnimmst. Das nennt sich Rekuperation. Damit gewinnst du die Energie zurück. Bei diesem sogenannten One-Pedal-Driving brauchst du das Bremspedal so gut wie nie. Die ersten paar Minuten mit One-Pedal-Driving, die kommen ungewöhnlich vor, aber daran gewöhnt man sich sehr schnell. Das war in Kürze das Wichtigste, was du für deine erste Tesla-Fahrt wissen musst. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass bitte ein Like und sehr gerne ein Abo. Ach ja, den Tesla abschließen kannst du genauso, wie du ihn geöffnet hast. Na dann, anschnallen nicht vergessen und viel Spaß bei deiner ersten Probefahrt. Ciao, ciao.